Diese News fällt sicherlich irgendwo unter die Rubrik Kurios, ist aber tatsächlich ernst gemeint, denn das deutsche Studio Look Behind You bringt am 18. Oktober einen ernst gemeinten Release der Gold Edition von Die Siedler 2 aus dem Jahr 1996 als umfänglich optimierten Port inklusive offizieller Ubisoft-Lizenz auf den Amiga. Daher alles zur neuen Version inklusive einer kleinen Zeitreise, jetzt in einer neuen Folge Die Siedler News. Bordbuch des Octavius, Kapitän der Tortius. Die Tortius macht gute Fahrt bei mittlerem Südwester. Morgen werden wir das tückische Meer der Stürme durchquert haben. Wenn alles gut geht, erreichen wir die latonischen Provinzen in 4 Tagen. Neben Die Siedler 2 hat Ubisoft 2018 die 7 Hauptteile der Serie als sogenannte History Editions in der Die Siedler History Collection zusammengefasst und in leicht überarbeiteter Version neu veröffentlicht. Die History Edition von Die Siedler 2 spendierte dem Klassiker einen 64-Bit-Port für aktuelle Windows-Betriebssysteme und ermöglichte so zum einen 4K-Auflösungen und zum anderen die Möglichkeit, das Spiel auf 2 oder 3 Monitore zu verteilen, was übrigens total cool ist. Das komplette Paket, also 7 Siedlerspiele, bekommt ihr bei meinem Partner Instant Gaming für 12 €, also unter 2 € pro Titel, was so absolut in Ordnung geht und in jede gut sortierte Gaming-Sammlung gehört. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink spart ihr nicht nur viel Geld, sondern unterstützt gleichzeitig diesen kleinen Nischenkanal hier massiv. Bis bald! Eintrag am Morgen des 18. Tages im Monat des Mars. Der Sturm überfiel uns wie ein Räuber in der Nacht und ich musste den Treibanker setzen. Bis in die 4. Nacht peitschte uns der Wind durch die Finsternis vor sich her. Zurück im Jahr 1996 erleidet der römische Hauptmann Octavius mit seiner Crew Schiffbruch und kann sich mit nur wenigen Überlebenden auf eine mysteriöse Insel retten. Als ein Blitz hinter den viel zu nahen Klippen aufzuckte. Notgedrungen beginnt er bzw. ihr daraufhin aus einem simplen Notlager Stück für Stück ein römisches Weltreich zu errichten und kämpft dabei gegen Nubier, Wikinger und Asiaten, während ihr durch Portale von einer Insel zur nächsten reist. Die Hintergründe zu diesen Portalen wurden übrigens bis heute nie aufgeklärt. Die Siedler 2 war damit der Nachfolger von Volker Wertigs Die Siedler aus dem Jahr 1993, welches damals, und jetzt kommt's, zunächst nur auf dem Amiga veröffentlicht wurde und bis heute als die beste Version des Klassikers gilt. Denn der 1994 erschienene Port von Massive Development aus Mannheim für den PC war zwar mit SVGA-Auflösung der Amiga-Version überlegen, musste beim Sound aber klar hörbare Abstriche hinnehmen, was leider in der History Edition von Ubisoft 2018 nicht korrigiert wurde. Die History Edition war generell Müll. Sorry, ein Spiel neu zu veröffentlichen und zu faul zu sein, einen Fullscreen-Modus anzubieten, ist eine Frechheit, aber das führt jetzt zu weit, denn es geht ja heute eigentlich um den zweiten Teil. Die nun für den Amiga erscheinende Version von Die Siedler 2 erscheint in gleich 3 Versionen, um auf möglichst vielen Geräten lauffähig zu sein. Das bedeutet, dass ihr für die 68K-Version mindestens 40 MHz und 32 MB Fast RAM stemmen müsst, wohingegen die 68K High-Res-Version dann sogar 100 MHz und 64 MB RAM von eurem Amiga verlangt. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es solche Amigas gibt. Ihr könnt aber auch auf die Power-PC-Version zurückgreifen, mit der ihr dann Auflösungen über 640 x 480 Pixel nutzen könnt, benötigt dafür dann aber 800 MHz plus 46 MB RAM. Alle 3 Versionen werden zusammen als Digital Only für 30 €, als klassische Standardbox Edition für 50 € und als Collectors Edition für 100 € verkauft. Leider war die spannende Collectors Edition, welche in einer Holzbox erscheint und auf 100 Einheiten limitiert ist, schon nach unter 24 Stunden ausverkauft. Alle Vorbesteller erhalten außerdem einen hochwertigen Kunstdruck auf Artpapier
sowie 5 unveröffentlichte Bonus-Maps. Bleibt also nur die Frage nach dem Warum. Projektmanager Simon Neumann erklärt, dass man anno 1996 als Amiga-Fan traurig in die Wäsche schauen musste, als die ursprüngliche für den Amiga erschienene Serie schon mit dem zweiten Teil exklusiv für den PC erschien, obwohl es aus technischer Sicht hierzu keinen Grund gab. Übrigens, auf meinem ersten PC, einem 486er mit 50 MHz, lief die Siedler 2 definitiv nicht. Jedenfalls schließt man dieses persönliche Kapitel jetzt mit diesem Port, in welchem man viel Zeit und Liebe investiert haben will, um das Maximale aus der altertümlichen Hardware herauszuholen. Interessant ist aber auch, dass Ubisoft jetzt offenbar für solche Dinge zu haben ist, denn nach dem Scheitern von Neue Allianzen war eigentlich klar, dass man mit der Marke selbst nichts mehr machen wird. Somit folgte im vergangenen Jahr bereits auch der Verkauf von Die Siedler Online an Kipsoft. Ein Kauf der Marke oder Leihgeschäft oder sonst irgendwas scheint also sehr realistisch zu sein und könnte vielleicht den ein oder anderen Dev auf ganz verrückte Ideen in Bezug auf Die Siedler 3 und 4 bringen, aber warten wir es lieber erstmal ab. In diesem Sinne, ich muss noch fertig packen, morgen bzw. heute, wenn dieses Video erscheint, geht's nach Köln zur Gamescom, auf der mir dann Die Siedler-Papa Volker Wertig höchstpersönlich die Kampagne von Pioneers of Pagonia vorstellen darf. Video folgt entsprechend, seid da also gespannt und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt, damit ihr vor allem zu Die Siedler und allem drumherum immer bestens informiert bleibt. Ach ja, und die Breaking News teile ich auf dem Zocker Lounge Discord, schaut da gerne auch mal rein. Bis zum nächsten Mal. Die Tortius existiert nicht mehr. Was von meinem treuen Schiff übrig blieb, sind Trümmer auf einer Sandbank vor der Küste einer unbekannten Insel. Die Sterne sagen, dass wir abseits aller bekannten Handelswege liegen. Es wird uns so schnell niemand finden. Aber den Göttern sei Dank, wir leben und die Insel scheint fruchtbar zu sein. Ob hier Menschen wohnen, wissen wir noch nicht.